moment I understood the weakness of my flesh, it disgusted me. I craved the strength and certainty of steel. I aspired to the purity of the blessed machine. Your kind cling to your flesh, as if it will not decay and fail you. One day the crude biomass that you call the temple will wither, and you will beg my kind to save you. But I am already saved. For the machine is immortal. Even in death, I serve the Omnissiah. Und damit herzlich willkommen zum ersten Let's Play auf diesem Kanal. Ich bin der Benne von Minimal Tabletop und heute möchte ich mal eins meiner absoluten Lieblingsgame im 40k-Universum vorstellen. Und zwar ist es Mechanicus. In dem Game ist es einfach so, dass eine meiner Lieblingsfraktionen die Hauptrolle spielt, nämlich Adeptus Mechanicus. Und da werden halt gegen die Necrons gefightet, was ein super ikonisches und klassisches Matchup ist von sich aus, weil ja, also Mechanicus streben nach der Transzendenz im Technischen und die Necrons würden am liebsten wieder zurück in ihre fleischlichen Körper. Genau, deswegen finde ich das immer sowieso ein sehr spannendes Thema. Wir werden das Spiel auf jeden Fall auf Deutsch spielen und das Spiel selber ist aber auf Englisch eingestellt, so dass man das Beste von beiden Welten haben kann und alle meine Zuschauer da in der Lage sind, was mit anzufangen mit dem Gameplay. Ich werde auf jeden Fall noch Untertitel machen auf Englisch und auf Deutsch, damit das auch alles soweit toll klappt. Und ich würde jetzt einfach sagen, dass wir ein ganz neues Spiel anfangen. Und einfach um zu zeigen, wie das Spiel so ist, lasse ich es jetzt einfach mal auf dem normalen Setting und lasse das alles so laufen. Würde aber jetzt mit dem Tutorial anfangen, weil da auch so tolle Cutscenes mit dabei sind. Also, dann lass uns loslegen. 41st Millennium, a time of darkness and war. The Imperium of Man claims the whole galaxy in the name of the God Emperor. It fights an endless war against Xenos from without, heretics from within, and supernatural horrors from beyond. Alongside the Imperium's war fleet served the Adeptus Mechanicus. They are the tech priests of Mars, guardians and reclaimers of humanity's technology, ever searching for remnants of knowledge from man's glorious past, exploring the depths of the galaxy for worlds long lost to mankind. In the name of their machine god, they manufactured imperial war machines within gigantic foundries known as Forge Worlds. Gradually, the tech priests of the Adeptus Mechanicus shed their human weaknesses, replacing their limbs and organs with machinery that is both stronger and spiritually pure. Their leaders, the inscrutable Magi, protect the watchful. Their leaders, the inscrutable Magi, protect the Forge Worlds and explore the furthest corners of the galaxy with their cohorts of Skitarii troops. It's a time of warfare, tragedy, and portents of doom. Across this benighted galaxy, the Adeptus Mechanicus are one of mankind's last defenses against a new dark age, or perhaps they will be the ones to hasten its dawn. An echo in the newsfeed makers, an old transmission lost in the warp and recovered only now. Is it worthy of our attention? The Great Divide torments the galaxy. The resources of the Adeptus Mechanicus are stretched thin. We are weaker than ever, though the Imperium at large knows not. This represents an unknown but possible key to victory. An opportunity to research, perhaps avert the ill fate that has befallen us. The transmission's origin is Sylvia Tenebris, part of the Emissus Solaris, within the Ultima Segmentum.
Search the rolls ready to gather them. 4 months later. Ja, ich finde die Backstory einfach super und für mich hat es gleich schon richtig reingerissen. Und natürlich ein bisschen Coding und Computersprache darf da nicht fehlen. Ich werde da jetzt ja auch nicht jeden Text vorlesen, aber ihr könnt das natürlich gern pausieren und lesen, wenn euch die Texte interessieren. Also, ja, da hält euch ja keiner von ab. Aber sonst würde es einfach viel zu lang dauern, wenn ich da auch alles vorlesen würde. Genau. Ich liebe aber auf jeden Fall diese tollen Soundeffekte bei den Dialogen, einfach, dass die Sprache in so binäre Kodierung umgewandelt ist. Das fühlt sich einfach super gut an. Das ist einer meiner Lieblingscharaktere, Scaevola. Mit seinen Präambeln, die immer aufzählen, was für Gefühle oder welche Art von Äußerung er jetzt gerade tätigt. Ja, der möchte wohl lieber alles kaputt machen, was da irgendwie kommt. Und der andere möchte am liebsten alles aufsammeln. So, dann gehen wir jetzt mal rein ins Gameplay. Aber erstmal haben die ein bisschen Probleme, da hinzukommen, wenn sie durch den Warp reisen. Ja, das sieht nicht so gut aus, die ganzen roten Meldungen. Ja, wo sie vom Warp rauskommen, geht es ihnen, glaube ich, nicht so gut. Einfach Gänsehaut. Einfach mal animiert zu sehen, was man immer spielt, im Moment, wenn man in der Fantasie sich das vorstellt. Das ist einfach ein tolles, ein hebendes Gefühl. Ja, ich spule jetzt eben ein bisschen, aber wenn es euch interessiert, könnt ihr ja gern pausieren. Argolax sector located. This tomb reeks of stale, dusty antiquity. Its once stern architecture is littered by debris and tarnished with the patina of age. Here and there, fissures in the structure cast feeble light over cracked and tarnished metal. The tomb was once brutalist and oppressive, as if designed to crush the spirits of its inhabitants. It is no less intimidating now, but instead of evoking a merciless guiding intelligence, it speaks only of decline, death. This place seems abandoned at first glance, but as the exploratory troops move through its husked corridors, the ancient dust stirs, and something long dead begins to take a facsimile of life. Jetzt geht's zum Kampf. Ja, beide sind ein bisschen extrem in ihren Vorstellungen. Der eine will einfach alles zerstören, was irgendwie szenersmäßig anders ist. Der andere will am liebsten gleich alles aufsammeln. So, damit geht unsere Tech-Priester los. So, dann laufen wir mal dahin, wie es gesagt worden ist. Hier kann man auch so schön
Hier rumgucken, was sonst noch auf uns wartet. Und sind ein paar Feinde schon vorne. Und hier gibt es immer so Entscheidungen, die man treffen kann. So, dann schauen wir mal, was hier gemacht werden soll. Ja, sieht man ja. Sometimes tech priests will feedback important information about what they encounter in the room. These situations will require you, our commander, to make decisions. There will be consequences, so choose wisely. Ja, genau. Da müssen wir jetzt Entscheidungen treffen. Wenn ihr wollt, dass wir das weiterspielen, vielleicht kann ich das dann irgendwann mal mit euch zusammen streamen, dann könnte man die Entscheidung noch zusammentreffen. Aber ich gucke jetzt einfach mal, was man machen kann. Also da ist ein Obelisk und da ist irgendwas drauf, so Hieroglyphen. Und da können wir jetzt verschiedene Sachen mitmachen. Also wir können es entweder einfach nur angucken, wir können es kaputt machen, weil, ja, es ist ein Monument der Aliens und es muss zerstört werden. Oder wir können es mitnehmen. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal... Gucken es einfach mal an, weil neugierig sind wir ja trotzdem. Jetzt soll man Blackstorm mitnehmen. Das ist die Währung im Spiel, damit kann man später auch Upgrades kaufen für seine Tech-Priester. Was haben wir hier? Ne, skippen wollen wir es nicht, aber ich werde wahrscheinlich einfach die Sachen, die Reditus da sagt, einfach mal skippen, damit wir nicht so lange uns aufhalten müssen. So, gehen wir hin. Jetzt im nächsten Raum. Das scheint aber nicht zu sein, was von Bedeutung ist. Hier unten sieht man auch unsere Tech-Priester. Apprentice Jeremiah und Marcus Manarius. Und die haben 4 Servitoren mit dabei, die wir dann auch einsetzen können. Das werden wir uns aber gleich sehen, wenn wir uns in den Kampf begeben. Ich sag dir, den encountered him after all. Ja, da sind wohl ein paar Necrons. Also, dann müssen wir jetzt mal gucken, wie gehen wir denn vor beim Kämpfen. Wir können entweder losgehen und mit voller Wucht zuschlagen, wir können vorsichtig vorgehen, oder einfach nach den Doktrinen gehen, die uns immer eingebläut wurden. Ich glaube, das machen wir lieber nach den Doktrinen. Und dann kämpfen wir. Ja, der freut sich mal wieder wirklich 10er Sachen. Naja, dann werden wir loslegen. Genau, und das ist das Tutorial, da werden jetzt auch so die ganzen Kampfmechaniken erklärt. Aber ich klicke das jetzt einfach immer weg und fange dann einfach an. Also ich kann jetzt hier meine Tech-Priester aufstellen und dann im Battle beginnen. Genau. Es ist die Frage, was schlauer ist, ob man seine Kräfte verteilt oder ob man an einem Punkt anfängt. Ich würde jetzt sagen, ich verteile die beiden. Ich gucke mir das Schlachtfeld an. Da ist der Necron, da sind die Jungs. Genau, das sieht jetzt ganz mal gut aus. Wir fangen jetzt aber mal an. Au, das hat wehgetan. So. Und das war jetzt auch nicht so schön. Aber jetzt sind wir dran. Und dann schauen wir mal, was wir machen können. Genau. Jetzt laufen wir und hier gibt es diese Cognition-Punkte, mit denen man dann spezielle Sachen machen kann. Wenn man da auch nur daran vorbeiläuft, kriegt man auch die Punkte. Deswegen würde ich sagen, ich laufe aber jetzt einfach mal direkt auf den zu. Obwohl, also wenn ich sehe, der hat einfach keine Nahkampfwaffe, dann will ich jetzt einfach mal hier hinlaufen. Und anschließend dann auf ihn schießen. So, genau. Haben wir uns den geschnappt. Wenn wir hier auch stehen, wenn der nächste Zug beginnt, können wir auch noch was Neues machen.
Aber jetzt schießen wir erstmal. Ich bin auf jeden Fall in Reichweite und kann Schuss abfeuern. Das scheint ihm wehgetan zu haben. Aber wir sehen jetzt nicht genau, was passiert ist. Da müssten wir ihn scannen führen, um zu wissen, wie viele Lebenspunkte er hat und die ganzen anderen Geschichten. Aber ich würde jetzt einen Servoschädel nicht dafür benutzen, den zu scannen, sondern ich kann damit auch Cognition Pointe farmen und dann hole ich mir dann lieber so einen Cognition Punkt. Und beende hier den Zug. Jetzt bewegt sich der nächste weiter vor und nimmt auf dem Weg den Cognition Punkt mit. So. Jetzt nehme ich meine Schusswaffe und schieße aber auf den. Konzentriertes Feuer. Ha! Das hat geklappt. Aber der kann wieder aufstehen, wenn wir ihn nicht noch ausschalten. Ja genau, da steht, dass die wieder auferstehen können. Aber jetzt gehen wir hier hin und klopfen den mal im Nahkampf weg. Jetzt durch den Cognition-Punkt kriegen wir noch mal ein bisschen mehr Zugfreiheit und können dann weitermachen. Jetzt bin ich im Nahkampf, also ich kann nicht mehr schießen, aber ich kann mir mit einer Axt eine reinhauen. Das machen wir auch jetzt. So, Axt und zack. Bam. Und das Tolle ist jetzt, wenn der sich jetzt im nächsten Zug bewegt, dann kriegt er nochmal einen Axthieb ab, wenn ich da stehen bleibe. So, und jetzt kann ich mir hier noch den Cognition-Punkt holen. Jawohl. Und beende Zug. Also es ist einfach zugbasiert. Wenn ich jetzt direkt am Anfang an diesem Punkt stehe, wie gesagt, kriege ich den Punkt gleich und habe den für den nächsten Zug. Ich könnte jetzt auch noch Servitoren aufstellen, die mir auch noch unterstützen im Kampf, aber sieht gerade sehr gut aus, deswegen würde ich mir das sparen. Genau, wenn er sich bewegt, dann gibt es eine Opportunity Attack und zack. Genau, die hat auch schon gereicht. Sehr schön. Und damit ist der Kampf zu Ende. Ich kriege die Cognition-Punkte, die noch da waren, und habe die dann für den nächsten Fight einfach ready. Ja, Orcs sind aus Lifeforms Purge. Perfekt. So. Jetzt kann ich mal gucken, dass ich weiterlaufe. Und hier geht's noch weiter. Da gibt's wieder irgendwas, was man erkunden oder erforschen kann. Das scheint ein Grab zu sein. So, jetzt waren wir immer so ganz nett und so, aber jetzt zünden wir es einfach mal an. The tech priests open fire on the sacrifice. Their structures prove all but impermeable to normal arms fire, but components of the strange necron materials are stripped away and can be salvaged by the cohort for examination and repurposing. Ein bisschen Money hat nicht geschadet. Jetzt gehen wir weiter. Schauen wir mal, was hier so Sache ist. Scheint wohl ein Kampf zu sein. Und dann legen wir los. Genau, jetzt bin ich in der Lage, halt auch hier so solche Servitoren aufzustellen. Also nicht nur eine Person, sondern beiden. So, ich würde jetzt wieder sagen, der geht hier hin. Und dann stellen wir so einen Servitoren davor. Da ist immer Kognitionspunkte, mit denen wir die Servitoren bedienen können. Dann stellen wir hier hin. Und stellen dann so einen Servitor hier hin. Die können auch für uns Damage tanken und immer wenn sie einen Schaden kriegen, kriegen wir noch so Kognitionspunkte zurück. Aber das erzählt das Reditus bestimmt gleich nochmal. So. Genau. Da kriegen wir dann Kognitionspunkt. So. Dann gehen wir mal dahin. Und dann ist fertig. Mit dem machen wir es einfach genau das Glitzegleiche. So, der geht sich jetzt hier. Ja, aber eigentlich brauchen wir nicht so viele Kognitionspunkte. Ich würde sagen, ich gehe einfach mal hier hin. Weil da kann ich auf ihn schießen. Und feuere einfach mal den Schuss ab. Jawohl. Jetzt
bewege ich mich hinter den Servitor, dass ich ein bisschen Deckung habe. Einen Schädel. Und dann sneak ich mir hier nochmal so einen Kognitionspunkt her. Wenn ich da hingegangen wäre, hätte ich jetzt gleich 3 gekriegt. Aber da ich eh schon ziemlich voll war von der Leiste, habe ich jetzt gedacht, nee, muss jetzt nicht sein. Und beenden auf jeden Fall mal den Zug. Jetzt kann ich mich mit dem hier hin bewegen. Ja, der Trick ist es. Vereinte Feuerkraft auf den einen. Das reicht vielleicht aus. Jawohl, hat gepasst. Und jetzt benutze ich den Kognitionspunkt, um hier hinzugehen, um ihn mit der Axt reinzuhauen. Zack. So, da habe ich dann wieder die Möglichkeit für so eine Opportunity Attack. Ich will jetzt noch den hier nutzen, den Kognitionspunkt zocken. So. Schön eingesammelt und beenden den Zug. Genau, in 2 Zügen würde der jetzt wieder auferstehen. Oh, da kommen mal neue Feinde raus. Das ist immer ganz cool, weil da werden die auch so storytechnisch immer mit eingebunden. What are those? Jetzt hat er es. Ja, so kriegt das. Opportunity, Knowledge, Gather. Und jetzt hat er es. Ja, Scarabs of Unknown Zenith Race. Ja, der Resak war der Tech-Priester, der zuvor dort war und Daten zurückgeliefert hat, aber jetzt verschollen ist. Und da finden wir jetzt gerade einen Tatalog von ihm, was es erklärt, was diese Scarabs sind. Genau, jetzt können wir noch mal neue Sachen aufstellen. Und die Skarabäen sind dann auch hier und dürfen vor uns handeln. Ja, ich stelle dann einfach mal so ein Servitor hier hin. Dann kommen die nicht weg. Ja, das ist doch nicht so schlecht. Und dann kriege ich so Opportunity-Attacken. Da kann ich jetzt erstmal angreifen. Dann hauen wir dem mal eine rauf. Und bleiben hier. Ha, hat geklappt. Tja, der Plan scheint aufzugehen. Und da gibt es auch eine Opportunity-Attacke. Perfekt. Ja, genau, der finisht den jetzt. Dann haben wir da auch keine Kopfschmerzen mehr mit. Zack. So. Genau, der haut einfach direkt die Skarabäen vor sich, dann ist das auch erledigt. Ah, jetzt sind sie aber noch nicht. Wenn ich weglaufe, dann kriege ich da so einen Opportunity Attack. Der bleibt lieber stehen. Dann lebt er wenigstens noch. Kann aber hier hin. So. Und dann gebe ich ihm hier einen Schuss ab. Die rote Leiste unten an der Waffe gibt jetzt auch noch an, dass es sich auflädt mit Maschinengeist Spirit und dann gibt es eine stärkere Attacke. Oh, erledigt. Der schläft ja da hinten, also ist auch gerade nicht gefährlich. So, und dann gehen wir in den letzten Raum. Da scheint irgendwas Besonderes zu sein. Ich habe es schon 1000-mal gespielt, das Tutorial, aber es macht immer wieder Spaß. Einfach nur weil die Story so toll ist und so atmosphärisch ist. Ich fühle mich da immer so direkt reingezogen in diese ganze Mechanicus-Geschichte und ja.
Der wird jetzt gesprochen. Ja, raus da! Oh oh, da hat sich jetzt irgendwas eingefallen. Oh. Oh oh, da hat sich was aktiviert, was nicht hätte aktiviert werden sollen. Oh oh. I wake with the turning of aeons. Stars yet to burn, life yet to blossom. Is it truly time? So faszinierend und cool, dass die Necrons halt so ein tolles Voice-Acting dahinter haben und die ganzen Mechanicus-Charaktere einfach in dieser Binärsprache vor sich hin rödeln. Ja, jetzt geht's los. Wir haben den wohl bei seinem Mittagsschlaf gestört. What is this? Flesh and steel combined. A mockery of both. Their every footstep a blasphemy. What manner of galaxy is this into which I have awoken? Ja, Agrolek scheint gerade ein bisschen aggressiv zu sein. Sonst wäre es nicht spannend. Wir fighten das Teil. Ja, das hätte ich mir vielleicht auch lieber gerne unentschieden, aber tja. Ja, also es soll es jetzt erstmal gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir super gerne ein Like und ein Abo da. Und wenn ihr aber wollt, dass ich das weiterspiele, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich würde mega gerne mit euch zusammen die Story hier durchspielen. Genau. Also dann, bis zum nächsten Mal.